Sven Lorenz, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Was genau machen Ja. Sie eigentlich? Ha, das ist eine spannende Einstiegsfrage, ja. Tja, also ich muss sagen, ich komme aus 2 verschiedenen Welten. Die erste Welt ist praktisch die Banking-Welt. Ich habe viele, viele Jahre in einer großen Bank gearbeitet, habe verschiedene Stationen dort durchlaufen, war zum Schluss dann Leiter des, Privat- und Geschäftskundenbereiches in einem großen Flächenvertriebsgebiet, und beschäftige mich in aller Regel mit dem Thema Geldanlage. Das ist auch sozusagen das Business, was ich nachher dann gemacht habe. Ich habe 2015 die Bank verlassen und, habe mir eine eigene Beratungsgesellschaft aufgebaut mit einem Partner gemeinsam. Und das ist so das eine Geschäftsmodell, was ich bearbeite. Das zweite Geschäftsmodell ist, dass wir Menschen mit unserer Business Design Company, mit der Sven Lorenz GmbH, den Weg in ein eigenes Unternehmen ebnen. Und wenn jetzt die Frage schon aufkommt, wie passt das zusammen, dann ist das doch recht einfach, weil natürlich die Grundlage für einen großartigen Vermögensaufbau ein normales Gehalt praktisch nicht sein kann, zumindest nicht im Durchschnitt der Bevölkerung, sondern du brauchst schon ein Unternehmen, damit du nach oben hin relativ frei Einkommen erwirtschaften kannst, aus dem heraus dann natürlich auch entsprechend Vermögensaufbau stattfinden kann. Das ist so mal, ja, das grobe Gerüst. Und warum haben Sie eigentlich die Bank verlassen? Na ja, da gibt's verschiedene Gründe. Lass es mich mal so sagen, eines der wichtigsten Themen ist natürlich, dass es sich immer um den Kunden dreht, dass immer der Kunde im Mittelpunkt allen Geschäftes steht. Und wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten praktisch in der Bankenlandschaft passiert ist, dann hat natürlich die Niedrigzinsphase dazu geführt, als ein Element von mehreren, dass Kunden bei den Banken praktisch kein Geld mehr verdient haben, prinzipiell kaum noch Geld verdient haben auf ihr Kapitalvermögen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch Banken auf die Einlagen ihrer Kunden kein Geld mehr verdient haben, was so typisch klassisches Bankgeschäft ist. Ja, der Kunde bringt sein Geld auf ein Girokonto, die Bank, die bekommt bei der Europäischen Zentralbank beziehungsweise bei der Bundesbank für diese Einlagen eine Verzinsung, lass mal sagen 3%, und gibt dem Kunden praktisch nichts weiter. Und dann hat sie 3% verdient. Wenn das allerdings nicht mehr stattfindet, weil der Zins, der Verrechnungszins bei Null liegt, dann verdient auch die Bank kein Geld mehr. Heute muss eine Bank sogar minus 0,5% Strafzinsen mitbringen, um das Kapital bei der Europäischen Zentralbank anzulegen. Und das sind natürlich Dinge, die haben Banken in den letzten Jahren in eine sehr prekäre Situation gebracht, was dazu geführt hat, dass das provisionslastige Geschäft natürlich immer im Vordergrund stand. Das ist etwas, was Stilblüten getrieben hat und natürlich auch die Sucht des Menschen nach, nennen wir es mal, dem vergleichbaren Erreichen von Lebensstandard, was sie heute auf Social Media sehen. Ja, beispielsweise, ich kann sehen, was mein Nachbar auf Social Media postet, wo der gerade im Urlaub ist, und ich will das auch haben. Wenn ich das Geld dafür allerdings nicht habe, dann könnte ich mich sozusagen mit dem Gedanken auseinandersetzen, ach, ich leihe mir einfach Ratenkredite bei der Bank und finanziere mir so einen tollen Lebensstandard. Und das wird den Menschen heute so leicht gemacht, dass die Spirale nach unten, nämlich in die Überschuldung, immer größer wird und Menschen gar nicht mehr so richtig dazu kommen, überhaupt Vermögen aufzubauen. Und das wird natürlich auch ein Stück weit begünstigt. Und das sind alles so Elemente, die nicht so richtig zu meiner Welt passten. Und die ist, ich möchte Menschen dabei helfen, ein tolles Leben zu führen, sich Vermögen aufzubauen, dafür die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da musste das halt was Eigenes sein. Genau, ich habe ja mal noch so eine Frage. Wie wird man eigentlich Vermögensverwalter? Ja, prinzipiell gibt es dafür ja keine Ausbildung, wenn man das so nennen will. Man sollte natürlich schon in gewisser Weise eine hohe Affinität zum Investmentgeschäft haben. Praktisch bietet sich eine Bankausbildung dafür an. Natürlich muss man dann, wenn man ein Vermögensverwaltungsunternehmen gründen will, beziehungsweise eine Beratungsgesellschaft dafür gründen möchte, verschiedene Parameter beachten. Denn als Vermögensverwalter ist man natürlich derjenige, dem der Kunde vertrauensvoll das Vermögen überträgt, und der Vermögensverwalter soll dann für den Kunden Finanzentscheidungen treffen. Also er wird dafür bezahlt, dass er für den Kunden Geld verdient. Der Kunde trifft keine eigene Entscheidung mehr, sondern das macht der Vermögensverwalter in der Regel. Und dafür gibt es bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen. Beispielsweise muss man den Nachweis des KWG 32 Paragraphen mitbringen, also eine Vollbanklizenz praktisch beantragen. Und das ist praktisch ein Geschäftsmodell, da könnte man fast wie eine Bank agieren, außer dass man als Vermögensverwalter halt keine eigenen Konten
nach außen gibt. Das heißt also, bei einer Bank kann man hergehen und macht ein Konto auf und kann dann auch Geld anlegen. Wir arbeiten halt mit Banken zusammen, aber führen keine eigenen Konten für unsere Kunden. Genau. Und da Sie die Entscheidung treffen für Ihre Kunden, schätze ich mal auch, dass es mit einer sehr hohen Verantwortung, also, zu tun hat auch. Ja, unbedingt. Denn der Kunde kommt ja zu mir beziehungsweise zu meinen Kollegen und er bittet Unterstützung für ein Thema, in dem er weder Zeit noch Nerven, vielleicht auch gar keine Lust hat, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Man muss sich das so vorstellen, die meisten Menschen kriegen ja im Prinzip in Bezug auf Finanzen so gar keine Bildung mit, weder in der Schule noch durchs Elternhaus oder sonst irgendwas. Aber viele Menschen, gerade Unternehmer, erarbeiten sich über ihre Lebenszeit natürlich gute Vermögenswerte und wollen, dass das Geld dann irgendwann auch für sie arbeiten kann. Dafür Entscheidungen zu treffen, dafür trauen sich die meisten zu wenig zu. Und das ist auch richtig so. Mal ein Genau. kurzes Beispiel, Finanzmarktkrise 2008, als es richtig runterging, als mit Lehman Brothers der ganze Marktrutsch begann, haben ganz, ganz viele, die vorher von ihren Bankberatern Investmentprodukte gekauft haben, aus Panik Verkäufe angestoßen, weil sie einfach nicht wussten, wie Märkte reagieren, wie Märkte funktionieren und haben aus der eigentlichen Angst, Geld zu verlieren, tatsächlich eine ernsthafte Realität gemacht. Sie haben damit bewusst Geld verloren. Und nachher, als sie gesehen haben, dass sich die Märkte wieder erholen, dass alles wieder nach oben geht, waren sie sich überhaupt nicht mehr sicher, ob die Entscheidung richtig war, die sie getroffen haben. Und diese Menschen haben in der Regel nachher auch keine anderen Investmententscheidungen mehr getroffen. Ja, Verantwortung haben wir unbedingt. Allerdings macht das auch nur Sinn, wenn man das ins Verhältnis setzt zu einem angesprochenen oder zu einem angemessenen Vergütungsmodell. Das heißt also, wir haben natürlich schon dafür gesorgt, dass wir dieselben Interessen haben wie unsere Mandanten, nämlich Erfolg. Denn nur für den werden wir bezahlt und das ist am Ende des Tages für beide ein gutes Geschäft. Was halten Sie davon, wenn ich sage, dass also die Börse also es gibt kein schlechtes Investment, sondern es gibt nur schlechte Entscheidungen. Also, der Investor ist doch eher derjenige, also die Börse kann ja nichts dafür, wenn ich jetzt sage, ich steige so den Kurs ein. Das ist ja meine eigene Entscheidung und dann bin ich auch selbst dafür verantwortlich, ob mein Investment aufgeht oder nicht. Und da ist ja die Psyche sehr wichtig. Ja, nicht nur die Psyche. Also Investment hat was mit Hausaufgaben zu tun, die man Mhm, vorher machen muss. Also nehmen wir mal das Beispiel einer Aktie. Wenn ich mich mit einer Aktie auseinandersetzen will und ich möchte wissen, ob dieses Unternehmen mein Kapital verdient hat als Investment, muss ich mich mit der Historie des Unternehmens auseinandersetzen. Ich muss mir mal mindestens die Geschäftsberichte der letzten 10 Jahre anschauen und ich muss natürlich mir anschauen, in welcher Branche ist das Unternehmen heute tätig. Wer führt denn eigentlich das Unternehmen? Ist das eine Söldnertruppe, die im Prinzip permanent nur von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr den Vertrag verlängert bekommt? Oder hat man da noch im Prinzip das Familiäre im Unternehmen mit drin? Gibt es da eine besondere Verbindung, eine besondere Verantwortung zum Unternehmen? Zum Zweiten ist es natürlich auch wichtig, dass ich wissen muss, was soll denn mein Geld eigentlich in meinem Investment für mich tun? Soll es Erträge erwirtschaften oder soll es einfach nur wachsen? Oder soll es Support leisten? Also ich mache mal ein Beispiel, Startup-Investments, die haben am Anfang eine relativ geringe Chance auf kurzfristigen Return, haben aber in the long run, also nach hinten raus, wenn das Unternehmen gut wirtschaftet und erfolgreich wird, natürlich eine umso höhere Rendite. Und so muss ich mich natürlich als Investor ganz genau mit dem Investment selbst auseinandersetzen, muss mir anschauen, wie möchte ich investiert sein. Wir selbst sind beispielsweise Value-Investoren, das heißt, uns interessiert nur, was am langen Ende mit unserem Investment passiert. Praktisch könnte man sagen, es ist eine Buy-and-Hold-Strategie. Wir schauen uns genau an, für welche Unternehmen interessieren wir uns, zu welchem Preis würden wir sie kaufen. Wenn wir sie dann einkaufen können, dann behalten wir sie in der Regel auch sehr lange. Wie das funktioniert, kann man auch sehr gut am Portfolio von Warren Buffett sehen. Das ist im Prinzip der Value-Investor schlechthin und so funktioniert im Prinzip auch langfristige, wertorientierte Kapitalanlage. Also bewerten Sie Unternehmen und sagen: „Okay, aus meiner Sicht ist diese Aktie oder diese Firma so viel wert.“ Und dann schauen Sie sich die Börse mal an und vergleichen den Börsenkurs und sagen: „Okay, ich möchte eine Sicherheitsmarge haben von, sagen wir Beispiel 30%.“ Kann man sich das so vorstellen? Ja, praktisch ist es ja klassisches Value Investing. Ja, Ja, das heißt also, ich bewerte ein Unternehmen, schaue mir an, was ist das Unternehmen nach meiner Bewertung tatsächlich wert. Das heißt, wie viel wäre ich heute bereit, einen sogenannten Fair Value zu bezahlen? Das ist der Preis, den das Unternehmen aus meiner Sicht heute wert ist.
Und natürlich will ich das Unternehmen nicht zum Fair Value haben, sondern ich möchte es mit einem Abschlag kaufen. Und der liegt in der Regel, je nach Branche, so zwischen 20 und 30%. Und natürlich haben wir diese Unternehmen, die wir kaufen wollen, dann entsprechend auf der Watchlist. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir in Zeiten der Corona-Krise eine große Einkaufstournee vorgenommen haben, weil natürlich viele Unternehmen weit unter diesem Value-Wert zu haben waren. Und das ist natürlich die Freude der Anleger von heute, wenn man gesehen hat, wie schnell sich auch Märkte wieder erholt haben. Das wird zwar sicherlich noch nicht ganz vorbei sein, dass es nochmal runter und wieder hoch geht. Aber das sind so die klassischen Merkmale, wie man dann auch einkaufen geht. Also ich würde mal sagen, der typische Anleger würde ja sagen, der Kurs steigt, da muss ich ja auch einsteigen. Und Sie sind ja eher so, okay, der Wert ist aus meiner Sicht so hoch und fallende Kurse sind ja eigentlich in dem Sinne dann mein Freund, weil die mir den Wert bringen unter dem, also ich kann günstiger den Wert bekommen als, also Sie wissen, was ich meine. Ja, na klar, man muss sich mal so vorstellen. Wenn ich heute eine Aktie kaufen kann zu 100 Euro, Mhm. aber eigentlich finde ich, dass die Aktie für mich viel interessanter ist, bei 70 Euro, sie bei 70 einzukaufen, weil ich dann diese 30 Euro zum Fair Value ja schon mal für mich als Performance-Gewinn mitnehmen kann. Und dann passiert so eine Krise wie Corona oder Finanzmarktkrise oder was auch immer. Und ich kriege jetzt die Aktie zum Preis von 50. Dann bekomme ich für den ursprünglich angesetzten Wert von 100 Euro pro Aktie jetzt plötzlich 2 Aktien. Und das ist natürlich ein gutes Geschäft, weil ich habe das Kapital ja nur einmal zu verteilen. Und für mich ist es natürlich viel wichtiger, welchen Return bringt mir dieses Unternehmen. Denn Dividende, das heißt also die Gewinnbeteiligung von mir als Investor, wird ja pro Aktie ausgeschüttet und nicht pro irgendeinem Betrag. Und das ist für mich natürlich viel wichtiger, möglichst viele Aktien von dem Unternehmen zu haben, für das ich mich interessiere, als zu wenige. Und dafür entscheidet natürlich der Preis. Jetzt muss man noch eins dazu sagen, das möchte ich gerne ergänzen. Ja. Die Börse ist nichts anderes als eine Plattform. Und auf der Börse werden auch nichts anderes als Emotionen gehandelt. Ich habe das immer mal so, Menschen, die mich fragen, sage ich immer gern, praktisch ist die Börse eine launische Diva, die Emotionen hoch und runter handelt und nichts anderes passiert da. Da trifft der voller Panik ist, auf den, der voller Euphorie ist. Und wenn sich beide in der Mitte treffen, haben sie ein tolles Geschäft gemacht, weil der eine ist seine Werte los und der andere kann günstig einsteigen. Also wie dieses Konzept wie Mr. Market, der Nichts klopft anderes, genau. täglich an und sagt, hallo, ich möchte deine Aktie für 50 verkaufen. Am nächsten Tag sagt er, ich möchte sie für 100 kaufen. Genau. Mr. Market ist da ein schönes Beispiel. Genau. Und jetzt angenommen, die Jugendlichen sollen ja natürlich auch Vermögen aufbauen, weil das mit der Rente ist natürlich auch noch nicht so sicher. Was können Sie denn diese Leute empfehlen? Was können die machen, Okay, also da hätte ich konkret? jetzt ein paar verschiedene Ansätze. Ja. Das erste ist natürlich zunächst erstmal zu schauen, welches Einkommen ist vorhanden. Und habe ich aus diesem Einkommen heraus nach Abzug aller Kosten einen Überschuss? Und wenn Mhm. der Überschuss vorhanden ist, dann macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, welchen Teil von diesem Überschuss, wir nehmen mal an, das sind 100 Euro im Monat, Überschuss vorhanden, welcher Teil davon sollte in einem langfristigen Vermögensaufbau zugeführt werden? Also beispielsweise 50 Euro, weil die anderen 50 Euro sollen ins nächste Auto, die sollen in den Urlaub oder die sollen in den Ausbau einer Wohnung oder sonst irgendwas. Ja? Das heißt also, das, was ich für einen langfristigen Vermögensaufbau planen möchte, packe ich mir zur Seite auf dem Investmentkonto. Und dann macht es natürlich Sinn, mit entsprechenden Investmentprodukten anzufangen. Das heißt also, ich kaufe mir, wenn ich jung bin, bestenfalls Aktien. Warum? Ich habe unglaublich viel Zeit, Aktien für mich arbeiten zu lassen. Die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre vielleicht. Und jetzt muss man mal eins wissen. Das wissen nämlich die wenigsten, weil sie sich damit in der Regel nicht beschäftigen. Wenn wir mal 100 Jahre zurückgehen und wir beginnen mal bei 1920 und schauen uns einen 10-Jahres-Zeitraum bis 1930 an. Und dann von 1921 bis 1931 und 22 bis 32. Und das würden wir bis in die heutige Zeit fortsetzen. Gibt es nicht einen 10-Jahres-Zeitraum, in dem Aktien negativ performt haben. Das heißt also, mindestens auf einen Zeitraum von 10 Jahren hat man mit Aktien immer gewonnen. Insbesondere, weil man natürlich auch schnell, jetzt ist es natürlich abhängig von der Marktsituation, auch wieder liquide wäre. Das ist Ja, was anderes, wenn ich mir heute eine Immobilie kaufe und ich brauche mal eben 10.000 Euro, dann kann ich mir eben von der Immobilie nicht mal eben was rausschneiden, um das zu verkaufen für 10.000 Euro. Immobilien sind auch ein tolles Investment, weil ich mir jetzt natürlich sehr günstig Fremdkapital besorgen kann.
Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Da braucht man trotzdem schon ein bisschen Eigenkapital, um die Nebenkosten zu bezahlen. Aber das ist jetzt mal eine Nebenbaustelle. Fakt ist, wenn man jetzt diese 50 € langfristig investieren möchte, könnte man sich beispielsweise einen Aktiensparplan in den ETF nehmen. Ich bin jetzt kein großer Freund von ETFs, aber das wäre so unter Kostenaspekten sicherlich die eleganteste Lösung, sich einen ETF-Sparplan zu machen und damit erstmal die 50 € zu sparen. Zweiter Punkt, ich sollte mir natürlich genau überlegen, wie viel Geld hätte ich denn später gern mal als Ertrag aus meinem Vermögen. Warren Buffett hat mal gesagt, es gibt 2 Arten, Geld zu verdienen. Entweder ich arbeite für mein Geld oder mein Geld arbeitet für mich. Und ich persönlich finde, das darf durchaus in eine gesunde Reihenfolge kommen. Erst arbeite ich für mein Geld und mit einer intelligenten Investmentstrategie lasse ich später mein Geld für mich arbeiten und kann den Ertrag dann für die Finanzierung meiner Lebenshaltungskosten verwenden. Und das ist eigentlich das höchste Ziel. Und wenn ich ja richtig jung bin, dann kann ich mir natürlich mal mit meinen Eltern ins Gespräch gehen und sagen, was wäre denn für euch so ein monatlicher Ertrag, den ihr euch wünschen würdet, den das Vermögen für euch verdient, wo ihr nicht mehr für arbeiten gehen müsst. Ja? Und machen wir mal ein Beispiel, wenn du 5.000 € im Monat netto als Ertrag aus dem Vermögen haben willst, brauchst du ungefähr 1,6 Millionen. So, 1,6 Millionen klingt von heute ab wahrscheinlich erstmal für die meisten ziemlich viel. Wenn man sich jetzt mal damit auseinandersetzt, dass das ein Ziel ist, das man vielleicht in 20, 30 Jahren erreichen will, dann kann man zurückrechnen und sagen, mit einer intelligenten Investmentstrategie, wie viel Euro müsste ich jeden Monat zur Seite legen? Und dann kann ich überlegen, was kann ich heute dafür tun, um das Geld auch zu verdienen. Entweder ich mache es über ein eigenes Unternehmen, ja, oder ich verdiene so viel Geld in meinem Job, dass ich mir genügend Geld zur Seite legen kann. Also es gibt unterschiedliche Optionen, aber die Wege könnte man gehen. Und was halten Sie davon, wenn man jetzt einmal 500 € beiseite hat jeden Monat, dass man schon anfängt halt zu diversifizieren? Man fängt auf einmal an mit Gold, mit Silber. Ist das sinnvoll überhaupt? Also um ganz ehrlich zu sein, Nein. Gold, Silber, Rohstoffe, Commodities im großen Öl und all so eine Sachen, die haben natürlich eher dann einen ausgleichenden Effekt für Zeiten, wenn sich die Börse mal wieder ein bisschen heftiger bewegt. Also man mischt im Prinzip sich gegensätzlich bewegende Instrumente im Markt in ein Portfolio dann ein, wenn man eigentlich mehr den Kapitalerhalt anstrebt. Hm? Für den Aufbau von Vermögen macht es gar keinen Sinn, weil jetzt muss man mal ehrlicherweise eins sagen, es sei denn, man will zocken auf den Goldpreis beispielsweise, das kann man tun. Jetzt macht das gerade gar keinen Sinn. Wir sind bei Gold im Allzeithoch. Aber wenn ich sage, ich möchte mir ein Kilo Gold einkaufen und habe die Möglichkeit, das jetzt heute mit einem Abschlag von 50% zum Höchstkurs zu kaufen, dann Gerne. wird irgendwann in den nächsten 30 Jahren wieder eine Krise da sein, wo ich Gold zum höchsten Preis verkaufen kann. Das ist möglich. Zwischenzeitlich erwirtschaftet Gold aber gar keinen Ertrag, gar nichts. Es gibt nur 2 Dinge, die tatsächlich echten Ertrag erwirtschaften. Das ist eine Immobilie und das ist eine Aktie. Das ist ein Unternehmen, weil die Wertschöpfung betreiben, damit Margen verdienen, daraus Gewinne machen und die kann ich als Aktionär in Form von Dividenden bekommen. Also ich wüsste jetzt auch nicht persönlich, wie ich den Wert von Gold bemessen sollte. Also da ist ja nichts Gold hat, dahinter, wie eine Firma oder ein Wert. Genau, Gold ist im Prinzip nichts anderes als nennen wir es mal, ein Edelmetall, was aufgrund seiner Knappheit ja, natürlich einen hohen Wert genießt. Momentan könnte man sagen, dass die meisten Goldminen praktisch ausgelutscht sind. Da ist kaum noch was zu holen. Die Erschließung neuer Minen, die Erschließung neuer Abbaufelder, die wird immer teurer. Das Mhm. heißt natürlich, wenn ich neues Gold schürfen möchte, wenn ich Gold fördern möchte, dann muss ich einfach viel mehr Geld in die Hand nehmen, um da ranzukommen. Das macht es natürlich auch wieder teurer. Und wenn ich dann noch so eine Krisensituation habe wie jetzt oder wie 2008, dann flüchten Menschen natürlich paradoxerweise in Edelmetalle, nicht nur in Gold, übrigens auch in Silber und in Platin und was da sonst noch so alles existiert, einfach weil es ein gutes Gefühl gibt. Aber praktisch gehen Sie mal mit einem Goldbarren zum Bäcker und holen sich mal ein Brötchen. Ja, soll der sich dann irgendwie mit einem Schaber da irgendwie so ein Span Gold abziehen? Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt so ein großes Vermögen, man möchte sich, sage ich mal,
sein Vermögen ein bisschen allokieren oder wie man das sagt, Asset Allocation machen. Mhm. Da kann man ja sagen, okay, 10% vielleicht in Rohstoffen, damit man halt, wenn die Börse halt nicht mitspielt, halt, dass also ein Ausgleich bisschen da ist. Ungefähr kann man sich ist Also das so sind prinzipiell macht es ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn ein gesunder Vermögenswert da ist, macht das natürlich Sinn. Man muss jetzt nur eins wissen, in der Regel, zumindest ist es das, was der Großteil unserer Mandanten nutzt, die nutzen sogenannte Ertragsdepots. Das heißt also, hier möchten unsere Mandanten überwiegend Ertrag generieren aus dem Vermögen, was dann sozusagen den Lebensunterhalt finanziert, also aus dem eigenen Geld leben können. Das ist so das Übliche, was unsere Kunden wollen. Da ist es natürlich schon sinnvoll, dass das Kapital auch einen bestimmten Wert behält, ja, damit ja, eine gewisse Balance da ist. Je früher ich damit anfange, mir so eine Sicherungsstrategie in mein Portfolio einzubauen, umso mehr nehme ich mir natürlich die Chance, da Wachstum reinzubringen. Denn alles, was Sicherheitsmechanismen sind, bremsen das Wachstum mhm, auf die lange Sicht. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt 60 oder 65, vielleicht auch 70, je nachdem, wann ich aufhören will, für mein Geld wirklich arbeiten zu gehen, und ich habe ein großes Vermögen, dann macht es ja Sinn zu sagen, ich sichere jetzt mein Vermögen auf diesem Niveau, und das, was aus den Aktien kommt oder was aus Zinspapieren kommt, das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn wir dann irgendwann mal wieder attraktive Zinssätze hätten, ich glaube es zwar nicht, dass das jemals wieder passieren wird, aber vermuten kann man das ja auch mal, dann werden auch Staatsanleihen attraktiv sein. okay. Und dann wird man sich im Prinzip auch wieder Zinszahlungen aus langfristig verzinsten Wertpapieren, aus sogenannten Rentenpapieren, Bundesanleihen, Bundesobligationen oder ähnlichen Produkten ziehen können. Und das ist natürlich auch was wert. Genau. Und investieren Sie auch in Rohstoffen eigentlich oder ist das überhaupt öffentlich, was Sie da machen? Also die Portfolios unserer Kunden sind natürlich nicht Natürlich, öffentlich. genau. Ähm, Das würden wir natürlich auch nicht zeigen. Genau, Natürlich spielt es für uns eine große Rolle, dass wir das Bankgeheimnis wahren und unsere Mandanten auf unsere Diskretion das setzen kann man können. verstehen. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch zwei eigene Fonds, die wir sozusagen begleiten. Allerdings ist es so, dass wir die nicht öffentlich handeln. Also man könnte, wenn man die Wertpapierkennnummer kennen würde, dann könnte man die natürlich kaufen, aber wir wollen daraus ausschließlich ein sogenanntes Friends and Family Programm machen. Wir möchten die Menschen kennenlernen, die sich an unseren Strategien sozusagen gern beteiligen möchten, weil wir eins nicht gebrauchen können. Wir brauchen keine Unruhe in unserem Portfolio. Denn das ist das, was den meisten großen Investmentfonds schadet, weil wenn eine komplette Vertriebsorganisation heute in ein Produkt reingeht Mhm. und morgen wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und die werden wieder rausgehen aus dem Produkt, dann ist so eine Unruhe in diesem Portfolio durch Verkäufe und Neukäufe und ich sage mal Veränderungen, dass der Anleger eigentlich der Leidtragende ist. Und für uns spielt es eine übergeordnete Rolle, dass wir nennen wir es mal die Performance beziehungsweise den Return für unsere Produkte, für unsere Mandanten möglichst stabil halten. Und deswegen haben wir beispielsweise zwei verschiedene Portfolien. Das eine ist halt ein wachstumsorientiertes Investmentportfolio als Fonds und das andere ist ein balance-orientiertes, ein absolut Return-Produkt. Beide haben, das ist in Deutschland noch momentan eine sehr attraktive Form der Investmentanlage, eine thesaurierende Form. Das heißt, die Erträge bleiben gleich drin, Mhm. werden in der Regel nicht ausgeschüttet. Dafür haben wir einen sogenannten maximalen steuerfreien Zinseszinseffekt eingebaut. Also für die, die sagen, sowas interessiert mich, ich würde gern da mal mit jemandem drüber sprechen, können wir natürlich gern unsere Kontaktdaten in den jeweiligen Sehr Shownotes gerne. oder was Sie da haben verlinken. Aber wir wollen mit dem Produkt nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil es einfach zu schädlich ist, wenn dann zu viele da permanent rein und raus. Das sind Langfristinvestments und keine Trading-Objekte. Sehr schön. Und haben Sie vielleicht auch Büchertipps oder 3 Büchertipps für junge Menschen oder Jugendliche, die halt jetzt sagen: „Okay, ich möchte mich weiterbilden mit der Börse und halt alles, was dazugehört?“ Ja, es gibt durchaus ein paar sehr interessante Bücher, die man sich mal durchlesen kann. Ich empfehle beispielsweise für die, die sich mit dem Thema Value Investing auseinandersetzen wollen, die das wirklich kennenlernen wollen. Und meine Empfehlung ist wirklich an jeden da draußen, lernt
was das Thema Finanzmärkte mit sich bringt. Lernt, was das bedeutet. Wenn ihr verstanden habt, was Investmentstrategien sind, dann könnt ihr immer mitreden. Dann ist es immer eine Chance, dass niemand euch über den Tisch zieht. Ja, weil das ist natürlich jetzt auch immer so eine Sache, mit wem arbeite ich denn eigentlich? Wem kann ich vertrauen? Wer ist eine gute, sag mal, partnerschaftliche Partie an dieser Stelle? Also es gibt ein tolles Buch, das heißt Der intelligente Investor oder The Intelligent Investor von Benjamin Graham. Das ist sozusagen der Urvater des Value Investing. Das ist der Mann, bei dem Warren Buffett gelernt hat. Und Warren Buffett hat die Investmentstrategien von Benjamin Graham gemeinsam mit seinem Partner Charlie Munger noch entsprechend weiterentwickelt. Also das ist so ein bisschen das urtypische Value Investing. Ein Buch. Das zweite Buch, wenn es so ein bisschen um finanzielle Zusammenhänge geht und um, nennen wir es mal, Lebenseinstellung zum Thema Geld, gibt es ein Buch von Tony Robbins, der hat das mal zusammengefasst. Das heißt Money the Game. Da geht es im Prinzip um Geld in der Welt. Also was hat eigentlich Geld für eine Bedeutung? So. Und für alle die sagen, okay, was nützt mir im Prinzip Geld? Was nützt mir Investmentstrategie, wenn ich im Kopf überhaupt nicht auf Vermögen ausgerichtet bin? Da biete ich gern Ihren Teilnehmern, Ihren Zuhörern an, sich mein kostenloses Buch runterzuladen. Das heißt, jetzt muss ich überlegen. Ich habe schon so lange nicht mehr ausgesprochen. Nicht auf den Kopf gefallen, habe ich es genannt, so rum, genau. Und das ist im Prinzip ein Mindset-Buch, ein E-Book, was man sich mal in Ruhe durchlesen kann an einem leichten Nachmittag. Da geht es um all die Dinge, die die Menschen in der Regel im Kopf blockieren. Also beispielsweise Sorgen, Ängste, Vorurteile, alles rund ums Thema Geld, wo wir vielleicht nicht so die richtigen Glaubenssätze oder Informationen mitbekommen haben, damit wir ein tolles Verhältnis zum Thema Geld entwickeln. Ja. Und das kann man sich runterladen unter sven-lorenz.com/Buch. Da gibt es gratis zum Download, ist glaube ich 40 Seiten oder sowas. Und da ist eigentlich alles drin, was man wissen muss, um seinen Kopf überhaupt erstmal zu klären, damit man sich auch wirklich gern auf die Reise macht rund zum Thema Geld und Investmentstrategien. Sie haben ja auch einen Podcast, der heißt Richtig Reich. Ja. Genau, den könnte man ja auch noch abonnieren oder folgen. YouTube haben Sie natürlich auch. Also Ja. Sie sind überall vertreten. Ich bin überall vertreten. Der Podcast Richtig Reich, genau. Man kann Sie nicht übersehen. Ja, zumindest wenn man Sven Lorenz eingibt, bei Google sind die ersten 2 oder 3 Seiten voll. Genau, sehr gut. Soweit ich das weiß. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit heute. Und ja, und vielleicht haben Sie noch ein Abschlusswort zu sagen an die Menschen. Ja, unbedingt. Also, wenn ich einen Rat geben darf, auch mit dem Blick auf meine eigene Laufbahn, dann gibt es immer wieder so im Leben so diesen Moment, wo man glaubt, dass es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, abzubiegen. Dass es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und natürlich gibt es um einen herum, je nachdem, was man für ein Umfeld hat und mit welchen Menschen man so eine Idee teilt, immer wieder Leute, die einem sagen, dass das doch eine blöde Idee wäre und dass man das vielleicht doch nicht machen sollte und warum überhaupt so viel Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Ich habe nach 25 Jahren in einem Unternehmen als Angestellter mein eigenes Unternehmen gegründet und ich kann sagen, ich konnte nie im Leben eine bessere Entscheidung treffen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich ja auch den Mut gefasst habe, das zu machen, weil die Komfortzone war schon relativ groß. Ja, ein dickes, fettes, sechsstelliges Gehalt. Da will man eigentlich nicht unbedingt raus, solange man nichts auszustehen hat. Aber für mich war irgendwie das Ziel, ich muss was Eigenes machen. Das ist so der nächste große Schritt. Und jedem, der irgendwie tief in sich drin so das Gefühl hat, es könnte sein, dass ich gern was Eigenes auf die Beine stellen will, den lade ich herzlich ein, sich mit diesem Gedanken näher zu beschäftigen. Und da im Prinzip auch mal wirklich so tiefer in sich reinzuhören, weil das kann der Beginn eines großartigen Lebenserfolges sein. Und wer dafür eine Inspiration sucht, der darf natürlich gern sich den Begriff Überholspurunternehmen notieren. So heißt einerseits natürlich mein YouTube-Kanal und auf der anderen Seite werden wir mit einem Programm für Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, im Herbst auf den Markt kommen. Und dann kann man sich da einfach mal inspirieren lassen und mit Menschen gemeinsam sozusagen diese Ideen ausloten, wo man denn vielleicht sagt, das könnte meine Welt von morgen sein.
bedanke ich mich für das schöne Abschlusswort oder Abschlusswörter. Sehr Und gerne. ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Vielen Dank und natürlich viel Erfolg weiterhin mit Ihrem Kanal. Ich freue mich von Ihnen zu hören und bin sehr gespannt, wie viele Menschen wir heute mit diesem gemeinsamen Video erreichen konnten. Alles Gute. danke.